Guten Morgen aus Las Vegas. Ich habe gerade mal geguckt, es sind einfach nur noch 6 Tage bis zum Olympia. Und wir sind einfach schon seit 9 Tagen hier und es ist so krass, wie die Zeit verfliegt. So Tag für Tag, es fühlt sich einfach gar nicht so an, als wären wir schon über eine Woche hier. Und ich finde, je näher der Olympia kommt, desto mehr fiebert man selber so darauf hin, obwohl man so gar nicht auf der Bühne steht. Aber je greifbarer dieser Tag X ist, desto mehr realisiert man das so, okay, es ist bald so geschafft, in Anführungsstrichen. Oder ja, ich weiß nicht, so man ist halt einfach so gespannt und denkt sich so ein Stück weit so selber so, okay, man hat es dann so geschafft so. Obwohl man ja, wie gesagt, gar nicht selber auf der Bühne steht. Das ist richtig verrückt. Ich bin schon seit einer Stunde wach und habe ein bisschen was abgearbeitet. Ich habe gerade schon das Klo drüben bei Urs auch gehört. Das heißt, er ist auch schon wach. Das heißt, wir gehen mal gleich raus und gucken, was er treibt. Heute ist ja Peak Week Tag 2. Das heißt, wieder Wasser auf 8 Liter, Salzmenge auf 5. Wir gehen später ins Torture Gym. Wieder für eine kurze Session durchpumpen. Bei mir gibt es Leg-Training, ein Beintraining. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag heute sonst noch so bringt. Wir nehmen euch heute auch auf jeden Fall wieder viel mit der Vlogging-Cam, damit ihr auch so behind the scenes mal so ein bisschen so die Peak Week näher mitbekommt. Und ja, viel Spaß damit. Hallo. Morgen. Schatzi. Morgen. Direkt hier. Die Befallen. Hallo. Hi. Die Leute gleich mit dabei hier. Das erste Mal am Morgen, wo wir uns sehen. Ich würde sagen, realer geht's nicht. Es geht eine Runde in den Block hier. Die morgendliche Runde. Die darf nicht fehlen. Ich muss aber auch sagen, ich vermisse irgendwie Cardio. Keine Ahnung. Es ist ja auch eine Form von Cardio. Also egal ob Schritte, Fahrrad oder sonstiges oder mit dem Hund laufen oder mit eurer Liebsten oder eurer Familie. Versucht es in euren Tag mit reinzubringen. Es macht euren Start in den Tag einfach nur besser. Hier noch kombiniert mit Sonnenlicht. Genau das Richtige. Einen guten Podcast oder ein paar Beats auf die Ohren. Und dann startet man gut rein in den Tag, hilft eurer Verdauung, hilft ja, eigentlich allem. Aber zu deiner Sidequest, warum vermisst du den Drahtesel? Warum ich den Drahtesel vermisse? Weiß ich nicht, irgendwie. So sehr er mir manchmal auch auf den Sack oder wortwörtlich auf den Popo geht, gell? Auf die Eier geht. Der gute harte Sattel. Ja, ist das halt so ein Habit, wie sagt man so auf Deutsch? Es gibt dir immer den Vibe morgens mit dem Fernseher auf dem Drahtesel. Ja, schon 20, 30 Minuten und dann fühle ich auf jeden Fall ready für den Tag und das ist was ganz Geiles, das kann man gut in den Alltag integrieren. Ich kriege auch auf die Frage für alle, die es nicht irgendwie morgens schaffen, steht jetzt nicht um 3 Uhr auf, Schlaf ist immer größer als Cardio machen. Macht euer Cardio nach dem Training, auch möglich. Klar, wenn ihr eure Beine völlig zerfetzt, dann eher nicht, aber könnt ihr auch vor der letzten Mahlzeit machen oder abends eine Runde spazieren gehen. 10.000 Schritte am Tag, um so ein Ziel festlegen. Nach dem Wettkampf, wie es da weitergeht, das werdet ihr natürlich auch erfahren. Jetzt haben wir das Ziel, den Wettkampf, und da muss der Körper passen, aber wie man sowas dann wieder danach implementiert, beziehungsweise die Herangehensweise danach, erfahrt ihr natürlich auch auf YouTube. Deswegen weiterhin dranbleiben, Glocke aktivieren, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Und ich laber nicht weiter rum, sondern mach die Zündung. Ciao, mach's gut. Des Tages. Ciao. Ich will dich joggen sehen. So, man kennt es immer, wenn der Freund nicht zu Hause ist, kommt so das wahre Ich zum Vorschein. Urs kennt mich auch in diesem cringen Look, der eigentlich, finde ich, ganz süß ist, so, weil ich gehe jetzt gleich Skincare machen. Das sieht immer so aus, aber wie ihr seht, ich habe ihm hier schon sein Ei gemacht, sein Eiklar-Pancake, den lasse ich immer in der Zeit, wo ich meine Skincare mache, durchbrutzeln. Und meine linke Flocken auch schon aufgestellt. Die Oats macht sie sich nachher selber.
In der Zeit, wo er sich nochmal draußen kurz hinchillt, damit die so durchziehen. Genau, das ist gerade so unsere Arbeitsteilung. Da wurde wieder ausgerollt. Der Kräuterteppich und der Zimtteppich. Simple and effective. Egg Whites and Oatmeal. Also ihr seht, an der Ernährung ändert sich nicht viel. Die Peak Week sollte mit den Lebensmitteln auch gemacht werden, die man die ganze Vorbereitung gegessen hat, die man gut verträgt. Daily wurde vorher inhaliert. Da habe ich mich noch ein bisschen rausgesetzt, habe das neue Video, beziehungsweise das letzte Video, was ihr hoffentlich gesehen habt, gepusht und ja, habe den Shake ein bisschen sitzen lassen, meine Verdauungsenzyme davor auch genommen und jetzt wird die Mahlzeit inhaliert. Anschließend rasiere ich mir noch den Bart weg, der ist ein bisschen überfällig. Am Freitag kriege ich noch einen Besuch vom Barber, wo dann alles nochmal fresh gemacht wird für den Showday. Dann lege ich mich wie immer nochmal eine Runde hin, Schlaf 20, 30. Wenn es eine Stunde ist, nehme ich die auch gerne in Kauf, aber versuche noch ein bisschen zu pennen. Und das ist so der tägliche Ablauf hier in diesem Sinne. Sage ich einen guten. Und mein Barber, Ust Kaliczynski. Behrens Barbershop, Edition 1, unten schon geschnitten. Klassiker, aber jeder Mann kennt's. Da sind wir am Start. Es geht ab ins Training. Eine der letzten Trainingseinheiten. Die Carbs sind zwar weniger, ich bin zwar nicht unbedingt auf der Höhe, aber das alles gibt mir hier rundum Motivation. Unter anderem liegt es auch am Crank Olympia 2.0, den ich hier am Start habe. Ein Scoop sollte auf jeden Fall reichen. Bei 2 Scoops drehe ich auf jeden Fall am Rad. Und das wollen wir heute nicht bei dem Training, was wir absolvieren. Genau. Ordentlich Wasser ist auch schon im Tank. Das packen wir ein. Gehen ab ins Gym. Hey, ja, alles klar? Ja, bei dir? Ja, fast wie. Servus, hi. Fast wie in Deutschland, Alter. Kommst ins Gym, direkt mal die deutsche Fresse sehen. Hast du Passeier Gym? Ah, was geht, Digga? Wie geht's? Gut, Mann. Ja, morgen. Was geht? Ja? Oh, toll. Quarter? Was geht da bei den Beinen ab? Tschüss. Ja, genau. Ja, das ist Next Level. Ja, vor allem von hinten. Das ist ganz wild. Das da, schau mal, das ist ja, sieht ja aus wie kaputt. Im positiven Sinn jetzt. Heute auf jeden Fall schon um einiges mehr los. Das ist sogar nochmal, da wurdest du out-angled hier. Heute mit noch ein bisschen dickerer Kamera im Schlepptau. Das ist aber noch ein kleines Secret, was da auf euch zukommen wird. Wird auf jeden Fall ein ganz dickes Ding. Formcheck, Formtraining haben wir erledigt. Jetzt wird Pull trainiert. Stefan hat immer wieder ein Auge auf mich. Ich versuche mich gerade so ein bisschen in den Modus zu bringen, weil es ziemlich crowdy hier und ziemlich viel Eindrücke und dauernd Leute, die von rechts und links auf einen einreden und ich bin da gerade so ein bisschen overwhelmed. The Dutch Oak is there. Yes. He arrived. When you came in? 2 days 2 ago. days ago? Yeah. Yes. So today's the first day the jet lag is finally gone. Yeah, how you So- feeling with sleep? Yeah, sleep was a little better last night, Sleep but sucks anyways. yeah. So, Different bed, different environment. yeah. Weather. So yeah, But man. the kids are at home, right? Huh? You were just Yeah, here yeah, with they're Marley. So that factor is already gone. Yesterday, it was so funny. I asked him, "Are the kids at home?" And his smile was from here to here. I said, Yeah. "Yes." Because that's extra work, you Yeah. know. It's the mental stress that you can't use right now. Yeah, that's what I always thought. Like, wow. I mean, I saw you in Poland everywhere. With Yeah. back in the days, was just the son Yeah. and not the little girl. So Yeah. crazy. Yep. But now Wesley is here on vacation. Exactly. Taking a Feels break like now. vacation, yeah. Like a break. But it's good. It is. It is. Yeah. It is. We are ready for the battle, huh? Oh yeah, man. It's gonna Yeah. be great. It's gonna be awesome. Wes auch getroffen, Wes am Start. Ich meine, es sind fast nur bekannte Gesichter da. Wie gesagt, ich habe gerade
extrem viele Eindrücke, deswegen gehe ich kurz aufs Klo. Erstmal pissen, mein Getränk auffüllen, Feuer frei. Der Junge sieht nicht so gut aus, Alter. Ich habe die Frage gehört, aber wenn Stefan redet, hat er Vorrang. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich gut, habe ich glaube im Posingraum schon gesagt. Fast schon zu gut, aber es sind glaube ich eher die äußeren Faktoren, die mich dazu führen lassen, wie mein grandioses Team um mich herum. Stefan, Alicia, du. Das passt alles ganz gut. Stefan überwacht alles. Worauf ich nur achten muss, dass ich auf jeden Fall meine Augen immer zulasse, weil ich habe Real Talk gerade 6 Kameras im Gesicht. Vielleicht fragt ihr euch ab und zu in Videos, warum ich immer die Augen zu habe. Es liegt einfach daran, weil ich sonst unfassbar abgelenkt bin. Aber ey, ist alles für euch, deswegen will ich ein paar Daumen und Comments sehen. Stefan gerade nicht da, ein bisschen mehr Gewicht geht schon. Eigentlich könnte ich noch 6 mehr machen, aber das sollte ich nicht. So, die Optik, die ich jetzt habe, ist eigentlich erst in meinem 226er, 27er Hirn gewesen. Nee, die machen wir. Da muss ja schon der Titel sitzen, dass 228 der Sangria getrunken werden kann. Oh no! What's up, brother? Oh shit, good to see you. Nice to see you, bro. Nice to see you. Finally. Finally, you moved up. Yeah, finally. He's not a skinny man to see boy I'm anymore. not anymore a skinny Yeah. bitch. Nice. You doing good? Yeah. When you came in. You have a lot of energy, bro. Yeah, We my have 5 days off. bro. What's up, Always man? What's energy. up? Always Yeah. energy. It's all in the mind. It's on it. Yeah, I'm 100%. trying to. Yeah. For me, it's so easy. Yeah. First time, you know. Of course. You know, the motivation is here, bro. And bro, honestly, the work is done. You know, Yeah. it's just waiting. And no do too much stupid things. Yeah. No training too heavy. You know how it is. This off season, if you come to Ibiza, Oh. but also training, bro. Ah. Because last time you only tell me go party. In Ibiza is more kind of a party. It's like a reality. Das eine Mal, wo du mir gesagt hast, dass wir mehr, das mache ich bei der da hinten gern, die ist dafür geeignet, aber bei der dann schon eher mehr. Es gibt immer 2 essentielle Punkte, über den Todpunkt bringen und in die Endkontraktion. Und das sind eigentlich die schwersten Momente für die Bewegung und auch die effektiven Momente für die Bewegung. Deswegen, wenn du es aus dem Todpunkt wegreißt, verschenkst Potenzial. Und jetzt vor allem speziell willst du einfach den
Jetzt war es wurscht. Ja, jetzt eh scheißegal. In der Offseason. Wie vorher schon erwähnt, du hast ja gesagt, saugt es auf. Und wie schnell das Ganze immer wieder vorbei ist, Alter. Überleg mal, wir sind jetzt dann bald schon 1,5 Wochen sind wir jetzt schon in Vegas. Das ist crazy, aber auch irgendwie cool zu sehen, hey, du bist 5 Jahre an der Weltspitze mit dabei. Und es gab noch nicht viele, die, also in Deutschland nicht, aber generell, die auch so beim Olympiadebüt damals direkt auf den 4. gekommen sind. Von dem her bin ich relativ schnell ins Haifischbecken des Profibusiness geschmissen worden. Und ich merke schon so, wie ich erfahrener und erfahrener werde. Also ich glaube, wäre ich hier beim ersten Olympia da reingekommen und würde die Leute sehen, die hier mit mir auf der Bühne stehen, wäre ich so voll, oh, was. Und jetzt ist so eine gewisse Ruhe da und mit der Ruhe auch die Confidence, was sehr geil ist. So ein bisschen an die Klassentreffen? Ja, irgendwo schon, irgendwie schon. Ich habe auch echt nur Liebe für den einen mehr, für den anderen weniger. Ich meine, haben wir auch schon im Video mit Mike besprochen. Muss ich hier keinen Scheiß erzählen, dass wir keine guten Freunde werden oder so. Es ist mir bewusst, beziehungsweise liegt einfach am Charakter. Ich habe ja, wie gesagt, trotzdem den Respekt und für andere habe ich halt mehr ein freundschaftliches Verhältnis auch noch. Wie für einen Wes zum Beispiel, wie für einen Chris oder wie jetzt hier gerade den Kim Angel, den Spanier, der dieses Jahr auch sein Debüt in der Classic macht, davor in der Men's Physik war. Und deswegen, ja, schon ein bisschen Klassentreffen-Vibes. Und hier fühlt sich gerade an wie im Bunker, Alter, weil halb Deutschland da ist. Ja, die ist cool. Aber sonst gut, oder? Super. Auch von der Konstruktion, das Two-Arms zu machen, ist Schwachsinn. Ohne Chestplate. Also wir haben von oben, wir haben von da, wir haben von hier. Willst du noch irgendwas? Ja, Bizep. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Peak Week Training. Jetzt machen wir Bizeps, 2 Übungen, weil man muss bedenken, übermorgen machen wir nochmal ein Oberkörper-Pump-Training und ja, da muss man ein bisschen reduzierter denken. Solid. Ich liebe die Show, Alter. Ihr wisst, was das heißt. Nicht im Ernst. They can't see me. I'm coming, baby, I'm coming. Du siehst für andere so gut aus. Fühlst dich selber aber wie der letzte Lappen. Und fühlst dich, also kannst nicht pennen, kannst keine Empathie zeigen, bist voll für dich,
Ist voll in einem Loch drin. Macht man zwar alles für einen geilen Look auf der Bühne, aber ist auch eine wichtige Message an Social Media, dieses Shredded all year round. Sieht vielleicht geil aus, so, aber es ist einfach A, nicht gesund mit so einem Körperfettanteil, B, einfach psychisch, mental so schwierig, ja, aufrecht zu erhalten. Und wer euch da was anderes erzählt, so, ist voll easy, geil Körperfettanteil, der labert Scheiße. Wenn du richtig, also unter 10% bist, schränkt es deine Lebensqualität so ein, dass diese Ratio einfach nicht passt. Deswegen auch mit ein bisschen Fett seid ihr trotzdem ein guter Mensch, seid ihr trotzdem geil. Und solange euer Vibe passt, ganz ehrlich, und da irgendwie in Form hinterher zu rennen und für Insta gut auszusehen, ey, ganz ehrlich, in einem Jahr juckt's keine Sau. Und ja, wenn ihr euch ein Jahr eures Lebens verschwendet habt, weil ihr einfach für andere wenig Körperfettanteil habt, ist absolut scheiße. Deswegen da auf jeden Fall auch Appell von mir an euch. Macht euch da nicht verrückt und lasst auch ein gewisses Maß, ihr solltet jetzt nicht fette Schweine werden in der Off-Season, aber lasst ein gewisses Maß an Körperfett dazu. I know, I watched the videos. It's super funny. No, it's cool, it's cool. Put out amazing work together. Thank you. I'm supposed to feel right now, Alive, but barely. but it's the vibe gives me energy. It's always weird, and that proves me, like, once again, it's all in your mind, man. Sure, of course. So crazy. You feel like absolute garbage, and then fly to the US or to like the show place. You come into gym and you don't even take a pre-workout. You're like, yeah, I can do the legs for 3 hours now, no problem. The routine's great, but then it gets mundane and you're like tired all the fucking Yeah, and I found out when you switch places, that's why I'm traveling so much. Yeah. All It's of nice, right? all of the bodybuilders are so OCD in their places and like, no, I don't want to leave my home. 100%. And I'm like, wow, when you go somewhere, like I've been to the places you trained at as well, Yeah. and you always see me like nice in the vibe. And then after like 2-3 weeks, it slowly fades and you need to switch places. Sexual all the girls. Yeah, that's the jokes I love, aber okay, nächste Runde. Ein weiterer Tag geschafft und das letzte Pull-Training. Ja, war viel los heute, waren viele Eindrücke, aber ja, Coach ist zufrieden, ich bin's auch und wir können einen Haken hinter dieses Training machen. Langsam wird so richtig, ja, richtig komischer Modus, weil morgen ist dann nur noch ein Brusttraining, also Push Day, und dann Mittwoch nur noch so ein Oberkörpertraining und dann wird einfach gar nicht mehr trainiert bis nach der Show, was immer so ein bisschen verrückt ist. Ja, ich freue mich total. Ich bin, wie gesagt, in einem geilen Modus. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich bin wirklich, wirklich von der anfangs sehr schwierigen Prep mit Höhen und Tiefen zu einem positiven, energiegeladenen Bündel geworden, was mich sehr glücklich macht und was auf jeden Fall, ja, die Reise hier dann gut abschließt. Wir sagen auf jeden Fall wieder adios amigos, muchachos, gracias por favore y gracias amigos por einschalten. Bitte hinterlassen, abonnieren, Glocke aktivieren, liken, kommentieren. Morgen 18 Uhr Countdown stellen, weil da geht's ab. Da gibt's nicht nur den Crank Olympia 2.0, sondern auch 25% Aktion bei ESN. Was soll ich sagen? Letztes Jahr die Dosen in 5 Minuten, 6 Minuten ausverkauft. Da wäre ich auf jeden Fall schnell. Oder ihr müsst ihr euch bei eBay für wie viel, 70er oder so, müsst ihr die euch ziehen, würde ich euch nicht empfehlen. Denn die Rabatte sind krass. Wir haben auch ein Urs-Bundle am Start, bestehend aus einem Designerway, einem Daily und dem Crank Olympia, nach Eingabe des Ehrencodes Polacco. Und in diesem Sinne, ja, schaltet ein, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt, another day,
in paradise, another day in Vegas.